Aber Baalbek, wenn es ein Beispiel, eine antike Stätte auf der Erde gibt, die für eine verlorene, hochentwickelte Zivilisation der Vorzeit spricht, dann ist es Baalbek. Baalbek wirkt schon immer unmöglich. Steine von der Größe ganzer Eisenbahnwaggons, gestapelt auf einem Hügel im Libanon. So präzise gefügt, dass nicht einmal eine dünne Karte dazwischen passt. Das ist das wahre Rätsel von Baalbek. Wie kamen diese Steine dorthin? Warum wurden sie genau dort platziert? Und vor allem, wie hat man sie an ihren Platz gebracht? Jahrzehntelang schob man die Schuld auf Riesen, verschwundene Baumeister oder sogar Außerirdische. Doch als künstliche Intelligenz die Städte Schicht für Schicht gescannt hat, kam die Wahrheit endlich ans Licht. Klar, unumstößlich und weitaus beunruhigender als jede Legende. Im Inneren der gigantischen Ruinen von Baalbek. Hoch oben im Bekaa-Tal, im Osten des Libanon, erhebt sich ein Hügel, an dem jedes normale Maßstabgefühl zu versagen beginnt. Rundherum breitet sich eine ruhige, moderne Stadt aus. Autos fahren durch enge Gassen, Bauernhöfe erstrecken sich über eines der fruchtbarsten Täler des Landes. Und direkt darüber thront, über dem Alltag, eine steinerne Plattform mit Tempeln, die einst Pilger aus der ganzen römischen Welt anzogen. Die Ruinen liegen auf einem Plateau mehr als 1170 Meter über dem Meeresspiegel, etwa 70 Kilometer nordöstlich von Beirut, eingebettet zwischen zwei langen Gebirgsketten, die das Tal wie Mauern umschließen. Menschen leben hier und in der Umgebung seit vielen tausend Jahren. Früher Bauerndörfer entstanden, weil Quellen und Schmelzwasser aus den Bergen flossen und das Tal auf einer natürlichen Route zwischen Küste und dem tiefen Inneren des Nahen Ostens lag. Menschen leben hier und in der Umgebung seit vielen tausend Jahren. Frühe Bauerndörfer entstanden, weil Quellen und Schmelzwasser aus den Bergen flossen und das Tal auf einer natürlichen Route zwischen Küste und dem tiefen Inneren des Nahen Ostens lag. Im Laufe der Zeit bekam der Ort einen lokalen Gott, dann eine Göttergruppe. Der Hügel wurde heilig. In hellenistischer und römischer Zeit hieß die Stadt Heliopolis, die Sonnenstadt, verbunden mit einem mächtigen Himmelsgott, der lokale und römische Vorstellungen verschmolz. Als Rom die Kontrolle übernahm, begnügten sie sich nicht mit einem kleinen Heiligtum. Sie verwandelten den Hügel in einen der größten Tempelkomplexe, die sie je errichteten. Die Hauptgötter waren Jupiter, Bacchus und Venus, angeglichen an ältere lokale Gottheiten. Um das Heiligtum wuchs eine römische Kolonie, später nutzten Christen und Muslime Teile der Anlage weiter. Im 20. Jahrhundert trafen Krieg, Bombardements und Erdbeben die umliegende Stadt mehrmals schwer. Doch der Kern des Tempelbergs steht noch immer. 1984 wurde der Komplex UNESCO-Weltkulturerbe, eines der herausragendsten Beispiele römischer Hocharchitektur weltweit. Wenn man das alte Heiligtum betritt, trifft man nicht sofort auf die berühmten Steine. Zuerst kommt ein prächtiger Eingang, dann ein sechseckiger Vorhof, dann ein riesiger Haupthof. Alles so gestaltet, dass sich beim Aufstieg ein Gefühl von Größe und Macht aufbaut. Die Anlage ist kein einfaches Rechteck, sondern eine Kette von Räumen, die einen mit breiten Treppen, geschnitzten Toren und langen Säulenreihen vorwärts und aufwärts ziehen. Selbst heute, wo vieles zerstört ist, spürt man, das sollte jeden überwältigen, der diese Stufen erklomm. Am Ende des großen Hofs stand einst der Tempel des Jupiter, das Hauptheiligtum. Er erhob sich auf einer hohen Steinplattform. Ich hatte vor meinem Besuch viele Spekulationen gehört. Ich kenne unzählige antike Stätten weltweit, habe massive Steine gesehen, aber hier hebt eine Art Riesenbasis den Tempel noch einmal etliche Meter über den Hof hinaus. Die Grundfläche des Tempels selbst maß etwa 88 mal 44 Meter. Rundum standen 54 gewaltige korinthische Säulen, jede rund 20 Meter hoch und über 2,5 Meter dick. Einige der höchsten, die je in einem klassischen Tempel verwendet wurden. Steinbalken von Dutzenden Tonnen lagen quer über den Säulenköpfen, etwa 18 Meter über dem Hofboden. Schon das allein wäre für römische Maßstäbe extrem. Doch der wahre Schock liegt darunter und dahinter. An der Westseite der Plattform, als Teil der Stützmauer, die alles zusammenhält, liegen 3 riesige Kalksteinblöcke nebeneinander, der berühmte Triliton. Jeder Block ist etwa 19-20 Meter lang, rund 4,3 Meter hoch und 3,64 Meter dick. Moderne Schätzungen gehen von 750 bis 800 Tonnen pro Block aus.
Darunter folgt eine Schicht normaler Riesen mit Blöcken von etwa 11 Metern Breite und um die 350 Tonnen Gewicht. Von unten wirken diese 3 oberen Blöcke wie 3 nebeneinander geparkte Waggons aus purem Fels, so präzise gefügt, dass nicht einmal eine Kreditkarte leicht dazwischen gleitet. Es ist nicht nur die Größe, sondern die absolute Geradlinigkeit und der perfekte Kontakt über die gesamte Fläche. Verlässt man den Tempelberg und geht südlich den Hang hinunter, erreicht man den Steinbruch, der die Baustelle versorgte. Er liegt etwa 1 Kilometer entfernt, in die untere Flanke des Anti-Libanon-Gebirges gehauen. Archäologen nennen ihn Hajar al-Hibla, nach dem bekanntesten Block dort. Der Bruch ist keine zufällige Grube, sondern eine weite Abbauzone über viele Hektar mit mehreren Arbeitsbereichen, in denen römische Teams Schicht um Schicht Stein lösten. Der Boden neigt sich sanft nach Nordwesten um etwa 15 Grad und liegt etwas höher als das Tempelpodium, ein Detail, das später wichtig wird. Am Rand dieses Bruchs liegt der Stein der schwangeren Frau, der dem Ort seinen arabischen Namen gibt, ein einzelner Kalksteinblock von etwa 21 Metern Länge, 4 Metern Höhe und 4 Metern Breite, geschätzt auf rund 1000 Tonnen. Viele Reisende sahen diesen Stein schon lange, bevor die Stätte systematisch erforscht wurde. Ende der 1990er wurde ein zweiter Riese im selben Bruch entdeckt, der Stein des Südens, etwas kürzer, aber dicker und höher, mit etwa 1200–1250 Tonnen Gewicht. Im Sommer 2014 räumte ein Team des Deutschen Archäologischen Instituts und der libanesischen Universität mehr vom Bruchboden frei und fand einen dritten, noch größeren Block direkt darunter und daneben. Rund 19,6 Meter lang, 6 Meter breit, mindestens 5,5 Meter hoch, geschätzt auf 1500 bis 1650 Tonnen. Das ist, soweit bekannt, der größte je in der Antike bearbeitete Einzelblock der Welt. Der Archäologin Janine Abdul-Masih und ihrem Team verdanken wir detaillierte Studien. Sie zeigen, diese Riesen sind keine Ausreißer unbekannter Baumeister, sondern Teil eines großen, geplanten römischen Abbausystems. Das Team kartierte 4 Hauptabbauzonen, verfolgte die Schnittflächen, wo Blöcke vom Fels gelöst wurden. Um die großen Steine herum fanden sich schmale Gräben, in denen Arbeiter ringsum nach unten schnitten, den Block unten noch verbunden ließen. Man sieht Spuren von Rollern unter kleineren Blöcken und kreisförmige Abnutzungen, die zu Drehpfosten passen. Alles deutet auf eine aktive Baustelle im römischen Kaiserreich hin, betrieben von Fachleuten, die genau wussten, was sie taten. Betrachtet man die Plattform als Ganzes, zeigt sich ein weiteres Muster. Die Basis unter dem Jupitertempel ist kein massiver Block, sondern gestuft und geschichtet, mit innerem Kern und äußerer Schale. Moderne Autoren sprechen oft von Podium 1 für die Hauptbasis und Podium 2 für den riesigen äußeren Mauerabschnitt, der teilweise umläuft, inklusive der Trilitonseite. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Blick auf Baalbek erneut verändert, diesmal durch digitale Werkzeuge und KI. Vermessungsteams scannten mit terrestrischen Laserscannern, hochauflösenden Kameras und Drohnen die Städte in 3D bis auf Millimeter genau. Geoinformationssysteme erstellten präzise Modelle für Forschung und Erhaltung. Projekte wie Baalbek Reborn Temples lassen jeden mit Handy oder Computer virtuell durch Heiligtum und Bruch wandern. Diese Scans erfassen nicht nur Größen, sondern winzige Verschiebungen, Absplitterungen und Abnutzungsspuren. Früher hieß es manchmal scherzhaft, vor dem römischen Tempel war das hier eine Art Raumhafenplattform für Außerirdische, die auf der Erde ein- und ausflogen. Heute bilden diese digitalen Modelle die Grundlage vieler neuer Forschungen. Sie liefern exakte Zahlen zu Steinmaßen, Winkeln, Positionen und zeigen den Zusammenhang zwischen Bruch, Podium und Tempeln klarer als je zuvor. Also, wie bewegt und platziert man Steine dieser Größenordnung ohne moderne Maschinen? Die harte Wahrheit über den Transport dieser Steine. Im ganzen alten Welt gibt es nur wenige Steine dieser Gewichtsklasse, von denen wir sicher wissen, dass sie tatsächlich bewegt wurden. In Ägypten wiegen die riesigen sitzenden Kolosse von Memnon je etwa 720 Tonnen, aus einem Stück Sandstein gehauen und über 400 Meter von den Brüchen bei Kairo bis ans Westufer des Nils bei Luxor geschafft. Ein besonders großer Block in den Tunneln der Westmauer, der sogenannte Große Stein, ist etwa 14 Meter lang und wiegt zwischen 300 und gut 500 Tonnen.
Große ägyptische Obelisken und Deckenplatten in Königsgräbern liegen meist bei 200 bis 300 Tonnen. Die Trilithon-Blöcke von Baalbek sind größer als alle diese. Genau deshalb beschäftigen sie Ingenieure so sehr. Wenn diese Blöcke mit den Werkzeugen bewegt wurden, die Menschen vor 2000 Jahren wirklich besaßen, zeigen sie die absolute Obergrenze dessen, was vorindustrielle Technik leisten konnte. Um zu verstehen, wie das funktionieren konnte, lohnt ein Blick auf das, was römische Hebezeuge tatsächlich schafften. Die Römer zogen nicht alles per Hand. Sie bauten Krane aus Holz, Seilen und Flaschenzügen. Die kleinsten hoben nur ein paar 100 Kilo. Komplexere Modelle mit vielen Rollen und großen Laufrädern, in denen Menschen liefen, schafften mit kleiner Mannschaft schon mehrere Tonnen. Für wirklich schwere Lasten errichteten sie hohe Holztürme rund um den Stein. Am Jupitertempel selbst wiegen die Deckenbalken über den Säulen bis zu 60 Tonnen, ein Eckblock sogar über 100 Tonnen. In Rom sitzt der Kapitellblock auf der Trajanssäule bei über 50 Tonnen, in mehr als 34 Metern Höhe. Forscher gehen davon aus, dass solche Lasten mit mehreren großen Winden und senkrechten Pfosten um den Turm herum Zug um Zug hochgezogen wurden. Das war schon enorm. Die Trilithon-Blöcke aber sind mehrere Male schwerer. Kein einzelner römischer Kran, egal mit wie vielen Rollen, konnte 800 Tonnen sicher in die Luft heben. Deshalb lautet die Hauptmethode bei solchen Gewichten nicht hängen, sondern schieben, rollen, millimeterweise rücken. Überall in der Antike sah das Grundwerkzeug für Schwertransporte gleich aus. Große Steine auf Holzschlitten oder Rahmen, darunter Rundhölzer oder Schienen, der Weg mit Brettern, Schotter oder festgestampfter Erde vorbereitet. Seilmannschaften, manchmal an große senkrechte Pfosten am Boden gebunden, die man langsam drehte. In Ägypten goss man bei den Pyramiden sogar Wasser auf den Sand. Moderne Versuche belegen, dass die Körner dadurch so verklumpen, dass der Widerstand fast halbiert wird. Bei Stonehenge haben Studenten und Ingenieure mehrere tonnenschwere Blöcke auf Schlitten über kurze Strecken gezogen. 10 Leute reichten für ein langsames Gehtempo bei richtig vorbereitetem Weg. Auf der Osterinsel liefen Teams unter Karl Lipo mehrere tonnenschwere Statuen aufrecht vorwärts, nur mit Seilen und vorsichtigem Schaukeln. All diese Experimente zeigen dasselbe. Mit genug Menschen, guten Seilen und glatter Bahn können vorindustrielle Teams Lasten bewegen, die auf den ersten Blick unmöglich scheinen. Die Frage bei Baalbek lautet nicht ob, sondern mit welcher exakten Kombination aus Bahn, Schlitten, Erdwerken und Zugsystem ein 800-Tonnen-Block über genau dieses Gelände kommt, ohne dass alles auseinanderbricht. Mehrere seriöse Ingenieurstudien haben genau das durchgerechnet. Schon in den 1970er Jahren schlug der französische Archäologe Jean-Pierre Adin eine Erdrampe vom Bruch bis zum Podium vor. Sanfte Neigung, große Holzschlitten, Rollen und Drehpfosten mit Seilen. Neuere Arbeiten behandeln das Ganze wie einen modernen Schwertransport. Rampen, Holzgleise, Winden, Rollen und dieselben Drehpfosten reichen in der Theorie aus, um den Block vom Bruchrand in eine vorbereitete Grube oder Plattform neben der Mauer zu bringen und dann seitlich einzuschieben. Es wäre kein Kinderspiel, viel Holz, starke Seile, präzise Planung. Aber es lag durchaus im Rahmen eines großen römischen Staatsprojekts. Entscheidend ist die Topographie. Der Steinbruch liegt etwas höher als das Podium. Eine kluge Mannschaft konnte also eine leicht abfallende Bahn nutzen und mit Keilen und Seilen bremsen, damit der Block nicht davonläuft. Es wäre kein Kinderspiel, viel Holz, starke Seile, präzise Planung. Aber es lag durchaus im Rahmen eines großen römischen Staatsprojekts. Entscheidend ist die Topographie. Der Steinbruch liegt etwas höher als das Podium. Eine kluge Mannschaft konnte also eine leicht abfallende Bahn nutzen und mit Keilen und Seilen bremsen, damit der Block nicht davonläuft. Die schwierigsten Momente sind Anfang und Ende. Zum Start muss der Stein nur wenige Zentimeter angehoben werden, mit Hebeln und schichtweisem Unterlegen von Holz. Am Ziel wird er exakt auf Höhe und Winkel gesetzt. Statt den Block 4 oder 6 Meter senkrecht zu heben, konnte man eine Erdterrasse bis zur endgültigen Höhe aufschütten, den Stein darauf ziehen und später die Erde ringsum wieder abtragen, genau wie bei vielen anderen antiken Großbauten und wie die Römer selbst 70 Tonnen Balken am Tempel und 50 Tonnen Blöcke an der Trajanssäule hoben. Eine weitere diskutierte Methode ist das langsame Hebeln. Der Block wird knapp unter Endhöhe herangebracht, dann abwechselnd eine Seite mit langen Balken angehoben und mit Holz unterbaut, bis er schließlich seitlich eingeschoben werden kann.
Das klingt simpel, bei Baalbeks Maßstab braucht es aber riesige Balken, tief verankerte Pfosten und millimetergenaue Kontrolle, damit nichts kippt oder bricht. Heutige Teams testen das nicht mehr nur mit Vermutungen. Sie bauen Computermodelle von Schlitten, Rampen und Pfosten und lassen die Software berechnen, welche Kräfte auf Holz und Stein wirken. Manche Programme nutzen inzwischen sogar künstliche Intelligenz, um tausende Varianten von Neigung, Bahnbreite und Seilpositionen durchzuspielen und nur die sichersten Kombinationen zu finden. Die wilden Geschichten hinter diesen Steinen. In Baalberg haben die hunderte Tonnen schweren Blöcke Schicht um Schicht Mythen angezogen. Von Riesen und Geistern über Außerirdische bis hin zu geheimen Landebahnen, lange bevor jemand von Lasern oder künstlicher Intelligenz sprach, standen Menschen schon am Fuß dieser Mauern und sagten dasselbe. Normale Menschen können das nicht gebaut haben. Einige der ältesten Überlieferungen stammen von Leuten, die wirklich in der Nähe der Ruinen lebten. Als frühe westliche Reisende die Einheimischen fragten, wer das errichtet habe, kam oft eine klare Antwort. Die große Plattform sei vor der Sintflut von Riesen erbaut worden, in einer Zeit, als die Menschen viel größer und langlebiger waren als heute. Ein Bericht aus dem frühen 20. Jahrhundert hält fest, dass Dorfbewohner darauf bestanden, kein Menschengeschlecht seit der Flut hätte die Kraft oder die Lebensspanne gehabt, solche Steine zu bewegen. Also müsse das Werk einer früheren Welt gehören. Eine andere tiefe Sage verbindet Baalbek mit König Salomon. In jüdischen, christlichen und muslimischen Erzählungen ist Salomon nicht nur Herrscher, sondern jemand, der Geister befehligen kann. Spätere religiöse Schriften berichten, er habe Djinn, unsichtbare Wesen im Islam, die blitzschnell sind, Gestalt wechseln und schwere Lasten tragen können, gezwungen, für ihn zu arbeiten, Paläste, Statuen und riesige Bronzebecken zu bauen. Vom Mittelalter an beschreiben mehrere Texte und Reiseberichte Baalbek als einen von Salomons Palästen, errichtet von Djinn, manchmal sogar mit dem Besuch der Königin von Saba verknüpft. Unten im Steinbruch bekam der Riesenblock, bekannt als Stein der schwangeren Frau, seine eigene Legende. Verschiedene Versionen versuchen, den Namen zu erklären. Eine erzählt von einer schwangeren Frau, die den Leuten versprach, das Geheimnis des Steintransports zu kennen, wenn sie nur bis zur Geburt ernährten. Eine andere sagt, schwangere Djinn hätten den Block schneiden und bewegen müssen. Eine dritte meint, Frauen, die den Stein berühren, würden fruchtbarer. Diese Geschichten sind zugleich einfache Antworten auf unbequeme Fragen. Ein Stein dieser Größe, halb im Boden, unvollendet und ungenutzt, warum hat man aufgehört? Eine clevere Frau, die die Stadt täuscht, oder Geister, die die Lust verlieren, erklären ein abgebrochenes Projekt leichter, als über schlechte Planung, gerissene Steine oder wechselnde Befehle aus der Ferne nachzudenken. Mit dem wachsenden Tourismus im 18. und 19. Jahrhundert kamen neue, von außen importierte Mythen. Künstler und Schriftsteller zogen durch das Bekartal, skizzierten die Tempel, schrieben begeisterte Beschreibungen. Viele griffen auf antike Sprache zurück und nannten die gewaltigen Blöcke zyklopisch, nach den einäugigen Riesen der griechischen Sage, die angeblich riesige Mauern bauten. Manche zeichneten das Podium als geisterhafte Festung unbekannter Baumeister, ohne viel Verständnis dafür, wie es wirklich in die römische Geschichte passt. Diese Bücher und Zeichnungen gelangten nach Europa und Nordamerika, zu Menschen, die den Libanon nie sehen würden. In den 1960er Jahren sprangen die Gerüchte erneut, diesmal in die Welt der Präastronautik-Theorien. Der Schweizer Autor Erich von Däniken veröffentlichte Erinnerungen an die Zukunft und behauptete, viele antike Stätten hingen mit außerirdischen Besuchern zusammen. Diese Bücher und Zeichnungen gelangten nach Europa und Nordamerika, zu Menschen, die den Libanon nie sehen würden. In den 1960er Jahren sprangen die Gerüchte erneut, diesmal in die Welt der Präastronautik-Theorien. Der Schweizer Autor Erich von Däniken veröffentlichte Erinnerungen an die Zukunft und behauptete, viele antike Stätten hingen mit außerirdischen Besuchern zusammen. Im Kapitel über Baalbek beschrieb er eine Terrasse aus Blöcken über 20 Meter lang und sprach von Steinen mit fast 2000 Tonnen, weit über den meisten modernen Schätzungen. Er zitierte einen russischen Professor, der die Plattform als Überreste eines riesigen Flugfelds oder Startplatzes sah. Diese Seiten prägten, wie viele Baalbek zum ersten Mal kennenlernten, nicht als römisches Heiligtum mit lokaler Geschichte, sondern mit Fotos des Triliton und Unterschriften, die fragten, ob hier einst Raketen gelandet seien. Spätere TV-Sendungen übernahmen dieselbe Sprache. Heute im Internet sind diese Ideen überall.
Viele Websites und Social-Media-Seiten präsentieren Baalbek als Beweis für eine untergegangene Hochtechnologie-Zivilisation, die durch eine Katastrophe ausgelöscht wurde und nur die Steine zurückließ. Manche behaupten, das Podium gehöre zu einem globalen Energienetz, ausgerichtet auf die Pyramiden Ägyptens, Stonehenge und Tempel auf Malta, als hätte jemand den Planeten verkabelt. Andere sagen, die Riesenblöcke könnten nur mit Hitzestrahlen oder perfekten Sägen geschnitten worden sein, weil sie in unscharfen Fotos glatte Flächen sehen und sie für maschinell polierte Metalloberflächen halten. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch jetzt die Videos an, die auf dem Bildschirm erscheinen, für noch mehr unglaubliche Geschichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.